Ja, es gibt schon wieder ein Update, auch wenn es letztens erst ein Update gab. Aber es gibt 3 Sachen in dem Video. Zum einen neue Hardware. Wer hätte es gedacht? Der eine oder andere sieht es auch direkt schon, wo der Unterschied ist zum letzten Mal. Der andere Punkt ist Versteifung von dem Rig, so wie ihr es hier gerade seht und wie ihr es aus dem ersten Video kennt. Und der dritte Punkt ist das Update von dem Rig an sich. Ich habe da nämlich nochmal was dran geändert, wo ich denke, das lohnt sich für ein paar Euro mehr, nochmal mehr Steifigkeit reinzubekommen. Zumindest für alle, die eine, ich nenne es jetzt mal, eine große DD fahren, also alles, was irgendwie über 10 Newtonmeter ist. Für alles, was unter 10 Newtonmeter ist, ist das, denke ich mal, nach wie vor gar kein Problem. Aber ich habe jetzt bei mir beim Wechsel gemerkt, dass da noch ein bisschen was geht. Aber wir gehen jetzt erstmal in den ersten Punkt rein, und zwar neue Hardware. Ich habe mich nämlich jetzt nach einem Jahr Fanatec CSL Elite mal dazu entschieden, von der riemengetriebenen Wheelbase zu wechseln zur DD Wheelbase, und ja, es ist jetzt letztendlich die VHS Wheelbase geworden. Da ich mit den Pedalen auch sehr zufrieden war, habe ich mir gedacht, warum dann nicht auch die Wheelbase von denen. Das Lenkrad können wir jetzt erstmal ignorieren, da wird es nochmal ein Update geben. Das war jetzt so erstmal dabei, ich habe es nämlich Gebrauch gekauft. Sobald ich dann weiß, welches Lenkrad es wird da auch noch ein neues bestellt, aber da muss ich mal gucken. Ich habe da so ein paar Favoriten, aber da muss ich mir noch Gedanken zu machen, was mir jetzt am wichtigsten ist, welches dann für mich das Beste ist, und dann wird das Ding auch bestellt. Die Box habe ich jetzt erstmal hinter dem Monitor befestigt. Die sieht man jetzt mehr oder weniger gar nicht eigentlich von vorne, von der Seite jetzt natürlich ein bisschen, aber so war das jetzt am einfachsten. Erstmal mit den ganzen Kabeln. Ist jetzt mit so einer kleinen Stahlplatte ans Aluprofil befestigt. Funktioniert soweit ganz gut. Und ja, ich weiß, Kabelmanagement ist immer noch eine reinste Katastrophe. Werde ich mich auch noch irgendwann drum kümmern, aber naja, irgendwann wird das auch nochmal gefixt. So viel erstmal zur neuen Hardware. Kommen wir jetzt mal zum zweiten Punkt, und zwar Steifigkeit vom Rig. Und dazu gucken wir uns das Ganze jetzt hier nochmal ein Konstruktionsprogramm an, weil ich denke mal, das ist ein bisschen einfacher, sich das jetzt hier anzuschauen, als das abzufilmen. Worum geht es jetzt nochmal kurz? Es geht eigentlich so um diesen aufrechten Teil, wo die Wheelbase drauf ist, weil mir ist jetzt aufgefallen, durch den Wechsel von 6 Newtonmeter zu 20 Newtonmeter, was halt schon ein großer Unterschied ist halt gerade so bei heftigen Bodenwellen oder andere Sachen, wo wirklich sehr, sehr viel Lastwechsel ist, habe ich schon gemerkt, dass so ein bisschen Bewegung hier im oberen Teil drin ist, und deswegen habe ich jetzt noch was geändert, und das liegt größtenteils vor allem auch daran, um das auch nochmal kurz zu besprechen. Dadurch, dass wir hier diese beiden Profile aufrecht haben, ist es halt einfach so, dass wir jetzt hier unten vom Hebel her, also von der Hebelwirkung her, wenn wir jetzt hier oben die Wheelbase drauf haben, ziemlich viel Weg haben zu diesen unteren Profilen hier. Und genau aus dem Grund wirkt halt hier relativ viel Kraft drauf. Und das Moment kann halt einfach nicht so gut abgefangen werden, dadurch, dass wir halt nur Aufrechte haben und Horizontale, ohne halt nochmal zusätzliche Diagonalen drin zu haben. Und wie wir das Ganze jetzt steifer kriegen, ohne Diagonalen, zeige ich euch jetzt in dem Modell. Ich lade das mal eben rein. So. Das führt halt logischerweise dazu, dass man, wie auch bei manch anderen Rigs zu sehen, das habe ich mir jetzt natürlich auch nicht komplett neu ausgedacht, auch das gibt es logischerweise schon, genauso wie die andere Konstruktion, dass wir das halt jetzt eben seitlich haben. Das heißt, wir haben das nicht mehr hier draufstehen, sondern wir haben es seitlich, und dadurch kann halt einfach dieser obere Teil nicht mehr so nach links und rechts kippen, weil er halt natürlich komplett seitlich mit jeweils 4 Winkeln festgeschraubt ist. Ich würde euch wirklich empfehlen, wenn ihr eine DD habt, die auch in Richtung 20 Newtonmeter geht, oder ich würde mal sagen, oberhalb von 10 Newtonmeter liegt, und ihr jetzt gerade noch das Rig am Plan seid, dann macht das so. Das kostet nicht großartig mehr. Ich habe die Listen auch nochmal geupdatet, ist auch wieder im Video verlinkt, so wie im ersten Video. Könnt ihr also reingehen, euch die Stückliste angucken, könnt die Preise vergleichen. Die einfachere Variante zu der Variante hier. Zudem gibt es jetzt auch nochmal hier als Modell direkt alles in einem. Heißt also mit der oberen Monitorhalterung. Auch das ist nochmal mit drin. Zeige ich euch dann auch gleich mal eben. Falls ihr jetzt aber das Rig schon zu Hause stehen habt, so wie ich, wie es im ersten Video gezeigt wird, und ihr euch jetzt fragt, scheiße, ja toll, wenn ich jetzt irgendwann nochmal updaten will, was mache ich denn dann? Ist ja jetzt irgendwie doof gelaufen. Ist auch kein Problem, zeige ich dir dann als dritten Punkt nachher. Bleib also dran, weil bei mir war es ja jetzt letztendlich genauso. Ist auch gar kein Problem, habe ich eine super einfache Lösung für gefunden, wie ihr jetzt auch in die andere Variante vom Rig nochmal deutlich mehr Steifigkeit für 3,30 € reinbekommen könnt. Mehr Geld habe ich dafür jetzt auch nicht ausgegeben. Zeige ich euch dann. Wir gehen jetzt erstmal in das Update von dem Rig hier nochmal kurz rein. Zeige euch eben die Liste, und dann können wir weitermachen. So, hier mal kurz die Gegenüberstellung von der Liste. Die ist jetzt einmal komplett geupdatet für mit oberer Monitorhalterung, und für die Leute, die halt eben oben keine Monitorhalterung brauchen für einen zweiten Monitor, habe ich das Ganze halt einfach nochmal einzeln dargestellt
Ihr seht jetzt die steifere Variante, also die Update-Variante für Wheelbases. Ich würde mal sagen, von über 10 Newtonmeter zu der Variante aus dem ersten Video sind es jetzt ungefähr 20 Euro Unterschied. Das macht jetzt nicht großartig was aus. Dafür ist es aber halt, wie ich sagen würde, ein lohnenswertes Update mit und ohne Halterung. Ihr seht jetzt hier auch die Monitorhalterung oben drauf. Die macht jetzt nochmal einen Unterschied von 57 Euro. Müsst ihr halt gucken, ob ihr es braucht oder nicht. Ansonsten könnt ihr natürlich auch irgendeine andere x-beliebige Monitorhalterung nehmen. Müsst natürlich die nicht so bauen, wie ich es jetzt gebaut habe. Könnt aber auf jeden Fall reingucken. Ist auch alles hier direkt mit den Links hinterlegt. Dann kommt ihr auch direkt auf die Seiten. Hier zum Beispiel 40x40 Profil. Und ihr landet hier direkt bei dem Profil, was ich auch genommen habe. Da müsst ihr da nicht großartig lange gucken. Ist unbezahlte Werbung. Habe ich hier nichts mit am Hut. Ich habe die Sachen hier halt auch gekauft. War damit zufrieden. Könnt ihr auch irgendwo anders bestellen. Natürlich auch, selbst wenn das jetzt Werbung wäre, könnt ihr auch trotzdem überall anders bestellen. Aber wollte ich jetzt nur einmal dazu sagen. Das Modell, was ich euch gerade gezeigt habe, also dieses hier ist genauso hochgeladen, könnt ihr auch wieder reingucken, könnt ihr Sachen dran verändern, könnt ihr mitmachen, was ihr wollt von mir aus. Hier auch wieder über die Stückliste, wie im Video 1 alles schon mal erklärt, deswegen gehe ich da nicht nochmal weiter drauf ein. Könnt ihr sonst da gucken, falls ihr das Video jetzt nicht als erstes gesehen habt und direkt in das Video hier reingekommen seid. Glaube ich zwar eher nicht, aber wer weiß. Dann könnt ihr da gucken, ist auch unten verlinkt. Und dann könnt ihr euch hier die Stückliste nochmal angucken, falls ihr was anders gemacht haben solltet. Und ansonsten müsstet ihr alles haben, wie in Video 1, nur als Update. Und damit kommen wir dann jetzt zum dritten Punkt. Versteifung von dem Rig, was in Video 1 gezeigt wurde und was ich jetzt hier auch stehen habe. Und dafür gehen wir jetzt nochmal kurz gucken, was ich am Rig gemacht habe. Und dann erkläre ich euch das da nochmal ganz kurz. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, Diagonalen zur Versteifung, und genau das habe ich jetzt hier auch gemacht. Wie ihr seht, mit diesen eigentlich recht dünnen Aluprofilen habe ich jetzt ein X hinten reingebracht, was eben die Zugkräfte wunderbar aufnehmen kann. Und ja, ihr seht, eigentlich nur festgeschraubt, ein sehr dünnes Aluprofil, ist nicht besonders dick. Warum das so gut funktioniert, erkläre ich euch jetzt nochmal an einem anderen Bild. Also, links im Bild einmal die ursprüngliche Ausgangssituation. Das ganze Drehmoment von der Wheelbase muss im Prinzip, mal abgesehen von dem Drehmoment, was wir natürlich bei uns am Lenkrad spüren, das, was, sage ich jetzt mal, übrig bleibt, muss halt eben von diesen Winkeln aufgenommen werden, die jetzt rot markiert sind. Und das ist halt so eine Sache, das funktioniert bis zu einem gewissen Grad, aber wie ich jetzt eben auch gesehen habe, mit einer deutlich stärkeren Wheelbase wird das halt eben irgendwann schwierig. Deswegen einmal jetzt die Sache, die ich gemacht habe, hier in der Mitte zu sehen, mit den gerade eben gezeigten Zugstreben hier, eben die Entlastung drin, dass das ganze Drehmoment oder diese Lastwechsel, die wir haben, gar nicht mehr über die Winkel aufgenommen werden muss, sondern eben einmal, wenn es jetzt rechts rumdreht, durch den einen Zugstab aufgenommen wird, und wenn es links rumdreht, über den anderen Zugstab aufgenommen wird, ist halt eben einfach so, dass das jeweils gerade jetzt bei so einem dünnen Profil im Prinzip nur auf Zug belastet werden kann, das Ganze, und nicht dafür da ist, jetzt auch noch die Druckbelastung aufzunehmen. Könnte man jetzt mit einem total fetten Profil mit Sicherheit irgendwie auch machen, aber die deutlich einfachere und sinnvollere Variante ist auf jeden Fall eben in beide Richtungen diese Zugstäbe zu haben, dass die Kräfte dadurch aufgenommen werden können, und entlastet damit halt die Winkel und habt halt ein extrem steifes Rig, auch an der Stelle da oben. Oder eben wie jetzt hier rechts im Bild mit dem Update, ihr habt dann halt sofort die Aufrechten etwas breiter stehen, die sind unten mit einer doppelten Reihe an Winkeln fest. Das heißt auch da, dadurch, dass er ja vollflächig auf dem Profil aufliegt und nicht einfach nur da drauf steht, kann das Drehmoment halt deutlich besser da abgebaut werden. Also diese Scherkräfte im Prinzip, die entstehen, können halt deutlich besser über die Winkel abgebaut werden, als es vorher der Fall war. Ihr könnt jetzt natürlich auch überlegen, diese Update-Variante zu machen, dass ihr zum einen die Profile daneben setzt und ihr holt euch noch für die lächerlichen 3 Euro, die ich ja jetzt auch nur bezahlt habe für die Profile, holt euch die auch noch dazu und packt die auch noch dahinter. Also dann ist es halt wirklich bombenfest, das Ganze. Und was da halt meiner Meinung nach jetzt nochmal on top kommt, ihr zahlt halt nur 20 Euro mehr im Vergleich zu der Variante, die ihr in Video 1 gesehen habt. Habt aber dafür ein deutlich steiferes Rig als vergleichbare Rigs, die ihr jetzt an sich fertig kaufen könnt. Weil das war ja auch ein Argument in Video 1, was ich öfters gelesen habe. Ja, okay, aber es sind jetzt nur ein paar Euro, die ich spare. Da kann ich mir doch auch gleich das fertige Rig kaufen und habe an sich die Arbeit nicht damit. Ja, habe ich auch verstanden, kannst du auch gerne machen, ist ja gar kein Problem. Es ging ja auch mehr um die Individualisierung. Was jetzt halt nochmal on top kommt, ist, du hast halt für diesen geringen Preis, wenn du das in dieser Update-Variante machst, aber ein deutlich steiferes Rig als vergleichbare Rigs, die du halt eben kaufen kannst, weil es gibt natürlich auch Rigs, die so konstruiert sind, dass du die Profile an der Seite hast mit mehr Winkeln oder meinetwegen auch kein 120er, sondern sogar ein 160er Profil. Aber für die zahlst du halt wirklich
deutlich, deutlich mehr Geld nochmal als diese Basis-Rigs. Und ich denke mal jetzt, gerade dadurch entsteht hier nochmal ein ordentlicher Vorteil, wenn man sich diese Unterschiede anguckt, gerade für eine stärkere Wheelbase. Finde ich an sich eine gute Sache. Kannst auch gerne mal sonst deine Meinung dazu schreiben in den Kommentaren, würde mich auch wie immer interessieren. Und das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Fassen wir das Ganze kurz nochmal zusammen. Es gab wieder neue Hardware, die VHS Wheelbase habe ich jetzt bei mir im Rig. Dann habe ich euch kurz das Update von dem Rig aus dem ersten Video vorgestellt, mit dem Modell, mit den Stücklisten etc. Alles in der Videobeschreibung unten verlinkt. Und der dritte Punkt eben die Versteifung eines bestehenden Rigs für einen echt schmalen Taler. Entweder, wenn ihr euch das aus dem ersten Video gebaut und bestellt habt, oder eben auch, wenn ihr sonst irgendein x-beliebiges Rig habt und findet, dass das irgendwo noch ein bisschen steifer sein muss, dann ist das auch im Allgemeinen eine super Variante, mit solchen Diagonalen und solchen Zugstreben zu arbeiten, um mit relativ wenig Aufwand da nochmal einiges machen zu können. Ja, in diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du dem Video ein Like gibst, wenn du ein Abo dalässt für alle kommenden Videos, die noch folgen werden und nochmal einen Kommentar unten dalässt. Vielleicht hast du noch irgendwelche Fragen zu dem Video oder zu den anderen beiden Videos oder sonst irgendwas zum Simracing. Kannst es auch gerne unten drunter schreiben. Gucke ich immer relativ schnell rein und versuche es möglichst sofort zu beantworten. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.